Wenn man auf die glorreiche Anfangszeit der Echtzeitstrategiespiele zurückblickt, kommen einem immer Spiele wie Dune 2000, Command & Conquer, Warcraft oder Age of Empires ins Gedächtnis, welche natürlich auch die erfolgreichsten Erstlingswerke Mitte der 90er Jahre in diesem damals noch jungen Franchise waren. Heute soll es aber um eine andere, schon wieder vergessene RTS-Serie gehen, nämlich um die von Earth 2140, 2150 und 2160, welche meiner Meinung nach ihren kommerziellen erfolgreicheren Vorbildern immer überlegen war und völlig zu Unrecht ein Schattendasein führen musste, was die Serie immerhin zum absoluten Geheimtipp macht. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, welche euch neben Earth 2140 auch Earth 2150 für einen lächerlichen Euro im Angebot haben. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal hier sehr. Und warum sich das blind lohnt, erkläre ich euch jetzt. Wir schreiben also das Jahr 2140. Nach mehreren verheerenden Kriegen und dadurch begünstigten Umweltkatastrophen ist die Erdoberfläche praktisch nicht mehr bewohnbar, weswegen sich die wenigen Überlebenden der zwei verbliebenen Supermächte in unterirdische Städte zurückziehen mussten. Australien und große Teile Afrikas sind sogar so verwüstet, dass das Leben dort praktisch überhaupt nicht mehr existiert. Trotzdem streitet die Menschheit weiter, was zu einem erneuten Krieg zwischen den United Civilized States, kurz UCS, und der Eurasischen Dynastie, kurz AD, führt, welche um die letzten verbliebenen Rohstoffe an der Oberfläche kämpfen. Earth 2140 orientierte sich dabei klar am bereits 2 Jahre vorher erschienenen Command & Conquer, was ihm auch den unrühmlichen Titel Clone & Conquer einbrachte, was dem Ganzen aber überhaupt nicht gerecht wird. So waren eigentlich alle Earth-Spiele, aber auch Earth 2140 den Command & Conquer-Titeln zum Beispiel immer grafisch überlegen und entwickelten in den Folgeteilen auch komplett eigene Features, zu denen wir gleich noch kommen. Einzigartig für das Release-Jahr 1997 waren auch die sich komplett unterscheidenden Parteien. So setzten die UCS auf Panzer, Hubschrauber und Cyborgs, wohingegen die AD mit Mechs, Androiden und Kampfjets in die Schlacht zogen. Teil 1 der Serie wurde in den Folgemonaten noch um 2 Mission Packs erweitert, welche aber nur zusätzliche Kampagnenmissionen ergänzten. Mission accomplished. Zwei Jahre später, also 1999, beziehungsweise 10 Jahre später im Spiel, also 2150, durfte Earth 2150 in direkter Konkurrenz zu Command & Conquer Tiberian Sun an den Start gehen und wischte mit dem C&C-Titel streng genommen auch den Boden auf, was sich aber überhaupt nicht in Verkaufszahlen widerspiegelte, da man dem Westwood-Marketing nichts entgegenzusetzen hatte und zudem mit dem übermächtigen Age of Empires 2 konkurrieren musste. Denn im Gegensatz zu Tiberian Sun konnte Earth 2150 bereits auf eine 3D-Engine zurückgreifen und brachte neben einem Tag- und Nachtwechsel auch die Möglichkeit, die Karte auf einer zweiten Ebene komplett zu untergraben. Mehr noch, konnte via Wetter-Kontrollzentrum-Superwaffe auch das Wetter selbst beeinflusst werden, wodurch durch herbeigerufene Regenschauer Einheiten verlangsamt werden konnten. Handlungstechnisch setzt Earth 2150 an seinen Vorgänger an und erzählt den weiteren Verlauf des Krieges, eben 10 Jahre weiter in der Zukunft.
Im sogenannten Letzten Krieg 2150 haben mehrere Kernwaffenexplosionen die Erde aus ihrer Umlaufbahn geworfen und somit auf direkten Kollisionskurs mit der Sonne geführt. Das ruft die Lunar Corporation, kurz LC, auf den Plan, eine mit der Erschließung des Mondes beauftragte Gesellschaft, die sich schlussendlich komplett dorthin zurückgezogen hatte und eigentlich jeglichen Kontakt zur Erde abgebrochen hatte. Durch ein kosmisches Phänomen besteht die LC fast nur aus Frauen, was sie in gewisser Weise dann zu den Mondamazonen machte. Jedenfalls beginnt nach diesem Schicksalsereignis ein Wettstreit um die restlichen Ressourcen, um ein Raumschiff, also eine Art Arche Noah, zu bauen, um zum Mars zu fliehen, was den Parteien im Add-on Lost Souls dann auch jeweils auf die eine oder andere Weise gelingt. Neu waren im zweiten Teil auch Seegefechte sowie Amphibienfahrzeuge. Das Kernfeature des zweiten Teils und auch absolutes Alleinstellungsmerkmal gegenüber Konkurrenztiteln war aber die Möglichkeit, alle Einheiten modular zusammenzusetzen, was so wiederum zu zahlreichen Möglichkeiten und unzähligen Einheitenvarianten geführt hatte. Earth was a bright oasis in the cold darkness of space. But many years ago, our civilization fragmented into 3 factions, each with its own agenda. The civil war that followed led to the unthinkable, and our beautiful Earth was destroyed. Now, we must reach into the darkness and find a new home. And good luck. Im Jahr 2005 erschien mit Earth 2160 der Abschluss der Trilogie, welche zunächst die schwierige Besiedlung des Mars erklärte. Während sich LZ und ED weiterhin im Krieg befanden, ist der Verbleib der UCS zunächst unklar. Im Abschluss der Geschichte geht es um einen neuen entdeckten Planeten Eden, der die Rettung der Menschheit bedeuten könnte, während Wissenschaftler eine auf dem Mars entdeckte Alienrasse erwecken, welche dann als 4. Fraktion ebenfalls versucht, die Menschheit zu vernichten. Klar. Earth 2160, was übrigens heute immer noch gut aussieht, machte beim Thema Komplexität eine deutliche Rolle rückwärts. So wurde settingbedingt auf Wassereinheiten verzichtet, sowie der innovative Tunnelbau aus dem zweiten Teil verworfen. Auch das modulare Einheitensystem wurde etwas entschlackt oder neudeutsch streamlined, da wohl vor allem einige Videospieleredakteure damit im zweiten Teil Probleme hatten und sich daher über zu viel Komplexität in ihren Tests Luft machten. Die neu hinzugekommenen Aliens konnten das zum Beispiel alles gar nicht, setzten dafür auf Klonen der eigenen Einheiten, was irgendwo auch wieder richtig cool war. Was bleibt, sind 3 Goldschätze der Echtzeitstrategie, welche, wie eingangs schon erwähnt, absolute heiße Kandidaten auf ein Remake oder Remaster wären. Wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, bleibt vor allem der erste Eindruck von Earth 2150 im Gedächtnis kleben, wie ich gar nicht fassen konnte, wie gut dieses Spiel für ein RTS-Titel aussah, vor allem im direkten Vergleich zu Tiberian Sun. Die Nachtmissionen, die die Postapokalypse so hautnah rüberbrachten, waren einfach phänomenal, gingen aber schlussendlich auch bei mir wegen anderen Dingen wie Dungeon Keeper 2, GTA 2, Age of Empires 2, Battlezone 2, UT99 und vor allem die Siedler 3 etwas unter. Tja, was für eine geile Zeit.